Ich hoffe, ihr habt eure Adblocker für dieses Video ausgeschaltet, denn heute tauchen wir ein in die Welt der Online-Werbung, aber in die tiefe, dunkle, zwielichtige Abteilung. Ja, ihr habt richtig gehört. Werbung, nicht Hacking. Denn genau das ist einem Zuschauer von mir passiert, also einem von euch. Eine Fake-App fürs Online-Banking, gefunden in der Werbung von Google. Und schon waren 600 € weg. Und ich sag mal so, zum Glück war es nur Geld, das wegkam. Lasst mich das erklären, wie das passieren konnte, was derzeit alles passiert und vor allem, wie wir das verhindern. Auch für Leute, die eigentlich gar nicht so tief drin sind. Diese lästige Sache, die euch ständig daran erinnert, dass ihr unbedingt dieses eine neue Shampoo braucht. Oder dass ihr euer Leben gar nicht richtig lebt, wenn ihr nicht diesen geilen, neuen, glänzenden Sportwagen fahrt, hat eine ziemlich dunkle Seite. Aber hey, wer braucht schon eine Identität, wenn man stattdessen ein paar neue Sneakers haben kann, nicht wahr? Es geht heute also um Malvertising, das sich zusammensetzt aus Malware und Advertising, also sowas wie bösartige Werbung. Wie kann das denn sein? Und welche Formen von bösartiger Werbung gibt es eigentlich? Das klären wir heute. Jetzt muss ich wohl das machen, was man irgendwie immer macht, ha? Ein Rundumschlag, der jeden abholen soll. Naja, nein. Das Wichtigste ist, ein Großteil des Internets läuft nur durch Werbung. Ohne Werbung kein YouTube, ohne Werbung eigentlich keine Zeitschriften, ohne Werbung keine Reichweite. Denn wer keine Werbung schaltet, muss seine Kosten und seinen Lebensunterhalt anders decken. Und bezahlen ist das, was dann übrig bleibt. Das ist halt einfach noch nicht so beliebt. Leider hat das zu einem Internet geführt, das irgendwie nicht mehr so richtig benutzbar ist. Bevor man einen Artikel tatsächlich lesen kann, heißt es Werbung wegklicken, Banner wegklicken, Cookies ablehnen, das automatisch abspielende Video finden und pausieren, damit unser Datenvolumen nicht sofort aufgebraucht ist und anschließend zum Ende des Artikels scrollen, weil 90% nur noch dafür da sind, damit man mehr Inhalt hat und demnach mehr Werbung hat. Es macht also buchstäblich keinen Spaß mehr. Aber wir sind dadurch echt ziemlich gut geworden beim Ignorieren von Werbung. Und Werbung wurde dadurch immer aufdringlicher und hat das von Social Media bis in Apps wie Google News geschafft. Es ist sogar so weit gekommen, dass manche Anbieter ihre Smartphones günstiger anbieten, als ihre eigentlichen Herstellungskosten sind, weil sie im Betriebssystem Werbung einbauen, die dann in eurem Smartphone angezeigt wird. Xiaomi macht das beispielsweise ziemlich exzessiv. Und warum? Naja, das hat viele Gründe. Ich gehe mal die für mich durch als YouTuber. Ohne Werbung müsste ich die Videos verkaufen, sprich es würden tausende Menschen weniger sehen. Vermutlich hätte ich also nicht mal 10% durchs Informatikstudium so helfen können, wie ich es mit YouTube-Werbung kann. Ohne Werbung könnte aber auch YouTube grundsätzlich seine Serverkosten nicht mal bezahlen. Macht mal ganz kurz Pause bei diesem Video und schätzt mal, wie viel die Serverkosten sein könnten. Also nur die Stellen, wie viele Stellen diese Zahl hat, diese Dollarzahl. Denn ich habe leider auch keine aktuellen und exakten Zahlen, da man ja nicht nur die Hardware kaufen muss, sondern auch Kühlung, Wartung, Strom und auch das Personal bezahlen muss. Und YouTube selber macht keine genauen Angaben. Aber Schätzungen sprechen von mehreren Milliarden Euro im Jahr. Das ist absolut verrückt und dann kommen da sogar noch die Produktionskosten von einem YouTube-Video dazu. Ein Beispiel, MrBeast hat derzeit etwa 4 Millionen $ Produktionskosten für ein Video. Und ja, er legt pro Video drauf, aber grundsätzlich ist das meiste für ihn und für uns alle durch Werbung finanziert. Ist Werbung also an sich böse? Naja, wahrscheinlich nicht. Ist sie nervig? Oh, absolut. Aber in der Hinsicht kann ich sogar verstehen, wenn YouTube uns zwingen möchte, nach 3 Videos den Adblocker auszuschalten. Damit experimentieren sie ja gerade. Aber das ist nicht das eigentliche Thema. Was ist eigentlich mit der bösen Werbung? Also, so richtig böse Werbung. Klar, Diätpillen, mit denen ihr jede Woche 10 Kilogramm abnehmen könnt, das ist ziemlicher Scam. Aber eigentlich ein sehr gutes Beispiel, was wir gleich noch brauchen werden. Wenn Hersteller von solchen Scams sich entscheiden können, derart hohe Summen von 1 bis 6 $ im Schnitt pro 1000 Zuschauern abzugeben, dann heißt das für sie auch tatsächlich, dass sie davon ausgehen, dass sie das Geld wieder einnehmen bzw. auch deutlich noch Gewinn machen. Solche Scam-Werbung hatten wir hier auf meinem Kanal tatsächlich relativ viel. Obwohl es dann natürlich nicht die Adpillen waren, sondern Komm in die Gruppe!
Was hast du zu verlieren? Und ja, ich habe die Scammer absichtlich nicht blockiert. Sollen sie ihr Geld hier ausgeben? Ich traue euch zu, dass ihr sowas erkennt. Immerhin lachen wir ja genug gemeinsam auf Instagram über schlechte Malware-Kampagnen. Habt ihr gehört? Das war der Hinweis, dass ihr mir da folgen könnt. Und übrigens war das dann auch eine Form von Werbung gerade. An der Stelle aber nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Danke für die Unterstützung. Über 1500 Leute haben bei der Umfrage mitgemacht und ich werte sie immer noch aus. Und danke auch an die unfassbar vielen Leute, die mit mir auf der Messe gesprochen haben, die jetzt letztes Wochenende war. Und auch natürlich danke für die neuen Patreons, die einfach dazugekommen sind und mich jetzt und meine Kanäle hier unterstützen. Es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, dass ihr das macht. Das ist krass. Ja. Aber ihr wisst, wie diese Lamborghini-Sache davon gerade eben abläuft. Der Scammer verkauft euch ein Coaching, wie ihr reich werdet und dadurch wird er selbst reich. Interessant ist doch aber dann, dass da Leute auch offensichtlich wirklich draufklicken und es buchen. Sonst würde sich die YouTube-Werbung ja insgesamt nicht für ihn lohnen. Sonst würde er die Werbung gar nicht schalten. Aber dennoch, das ist ja noch die harmloseste Form von Malvertising, wenn man so möchte. Das kann man einfach wegignorieren und schon sind wir golden. Naja, es vergeht wohl kein Video, in dem ich nicht AI sagen muss. Habe ich recht? Naja, laut einer Studie von Census White sind mit KI bessere, realistischere Fake-Ads erschienen, auf die immer mehr Menschen reinfallen. Es hat sich dann also mit den schlechten Phishing-Mails genauso wie mit der leicht zu entlarvenden Scam-Werbung. Die Krux an der Sache ist doch, woher weiß ich denn, ob ein Service legitim ist, wenn ich ihn noch gar nicht kenne? Wofür brauche ich aber Werbung, wenn ich nichts Neues mehr installiere, kaufe oder kennenlerne? Ultralativ hatte hierzu vor etwa einem Jahr ein sehr gutes Video zu positiver Konditionierung gemacht. Es gibt also zwei Arten von Werbung. Ihr bekommt Werbung, um in eurem Kopf eine Marke positiv zu assoziieren, oder aber ihr bekommt Werbung, um eine Sache neu zu entdecken. Es gab da einen sehr, sehr prominenten Fall einer Fake ChatGPT Mobile App. Die Ersteller waren einfach unfassbar schlau und haben analysiert, was die Leute am meisten wollen. ChatGPT hatte innerhalb von 5 Tagen 1 Million Nutzer. Das macht es zu der Anwendung, die am schnellsten ever gewachsen ist. Also schneller als TikTok, Instagram etc. Mittlerweile sind wir bei über 100 Millionen Nutzer. Aber was gibt es da nicht? Eine Mobile App. Und das fehlt den Menschen. OpenAI spart einfach an der Stelle Kosten ein. Also kommen die bösen Buben und stellen eine App in den Play Store, die als ChatGPT Mobile App beworben wird. Das Lustige ist ja, Smartphones sind, wie ihr aus meinem Video wisst, ziemlich gut abgesichert. Sofern man sie aktuell hält natürlich. Aber wenn wir natürlich freiwillig unsere Daten angeben bei den Hackern, bringt da keine Sicherheitsvorrichtung mehr irgendwas. Wir ducken uns also gekonnt unter jeglichen Absperrungen weg und springen freiwillig von der Klippe. Ein klassischer Fall von, ja gut, da kann ich dann halt auch nichts mehr machen. Genau diese App wurde mir selber aber locker 3 Wochen lang jeden Tag in meiner Werbung angezeigt, und zwar bei Google News. Sprich, Hacker bezahlen Google dafür, dass die eure ChatGPT-Account-Daten stehlen dürfen. Und anschließend landen diese Daten dann im Darknet und werden verkauft. Das ist tatsächlich nicht ausgedacht, sondern 1:1 so passiert. Weder Google noch die Hacker haben aber bisher irgendwem Ersatz gezahlt, obwohl Google eigentlich mitverdient. Und naja, für Premium-Accounts, für die man nichts bezahlen muss, sie aber gratis benutzen darf, da gibt es lustigerweise einen relativ großen Markt. Ist halt günstiger, es irgendwie im Darknet zu kaufen, dann halt nur 10 € einmalig zu bezahlen, dann hat man seinen ChatGPT-Account. ChatGPT nutzen, ohne zu bezahlen, ist dann also das nächste Malvertising-Werbeversprechen. Oh, warte, das gab's auch schon als Malware-Kampagne. Naja, ich schweife ab. Mein Punkt ist, bösartige Software ist mittlerweile so authentisch und deswegen fast so gut entwickelt wie richtige Software. Die Fake ChatGPT App hat tatsächlich funktioniert für einige Wochen. Sie hatte die Funktion von ChatGPT. Und damit hat auch Google keine Möglichkeit, irgendwas verdächtig zu finden. Denn Überprüfungen für die Werbung finden ja durchaus statt. Es ist natürlich technisch einfach notwendig, sich bei ChatGPT einzuloggen, wenn man ChatGPT nutzen möchte. Deswegen kann man da auch einfach nichts finden. Aber leider können diese Accounts dann natürlich trotzdem verkauft werden. Das Entwickeln von solcher Malware ist also einfach sehr viel leichter geworden in den letzten Jahren. Das ist aber an sich sogar was Gutes, denn normale legitime Software wird mit genau denselben Mitteln entwickelt.
Aber das macht eine Unterscheidung zwischen legitime Software und Malware ziemlich schwer. Und das führt mich zurück zu der Geschichte des Zuschauers, dessen Namen ich hier nicht weiter nennen möchte. Nennen wir ihn Peter. Peter hat also Werbung für die neue, nennen wir sie Peter Bank App bekommen. Ich will keine Werbung machen, deswegen hier dieser fiktive Name. Die wird ressourcensparend, wie Hacker natürlich sind, nur Peter Bank Kunden angezeigt, die zusätzlich noch eine App wollen, und er lädt sie sich runter, weil die andere App nicht so der Bringer ist. Er loggt sich natürlich bei der App ein und es sieht alles komplett normal aus. Die Funktionen dieser Fake Banking App waren laut ihm sogar teilweise besser als bei manch anderer Banking App. Weniger Abstürze, bessere Ladezeiten und tatsächlich konnte man sein komplettes Konto dort ansehen. Niemand meldet so eine App im App Store. Niemand hat einen Sus auf diese App. Alles funktioniert für ein paar Wochen. Und plötzlich fangen dann an, kleinere Beträge einfach so zu verschwinden von seinem Konto. Mehrfach. Aber er sieht diese kleinen Beträge in seiner App natürlich nicht. Sie werden ja einfach nicht dargestellt. Er guckt natürlich auch nicht mehr in seinem normalen Online-Banking nach, weil, naja, er hat ja eine gute App fürs Banking gefunden. Irgendwann sperrt ihn die Peter Bank aus und die App verweigert ihm dadurch natürlich auch Zugriff auf sein eigenes Konto. Es stellt sich heraus, dass er auch online im offiziellen Webportal der Peter Bank gesperrt wurde, wegen verdächtigen Überweisungen. Zu diesem Zeitpunkt schöpft Peter aber immer noch keinen Verdacht gegenüber dieser Fake-App. Sie ist ja schließlich mit dem Webportal einer Meinung. Der Scammer wurde aber entdeckt, die Beträge sind schon weg, man kann nichts mehr machen. Nach einem Gespräch mit der Bank steht dann fest, 600 € hat der Spaß gekostet und die Peter Bank ist nicht schuld. Peter hat ja freiwillig seine Daten an diese App weitergegeben. Er bleibt also auf dem Schaden sitzen. Jetzt kommt ihr sicherlich und sagt mir, dass eigentlich Zwei-Faktor-Authentifikationen seit 2018 verpflichtend ist, also beispielsweise ein TAN-Verfahren für Banken. Aber er hat ja seine Zahlung auch freigegeben mit seinem Fingerabdruck. Das ist ein zweiter Faktor und für den Login seiner offiziellen Banking-App wurde der natürlich aus Sicherheitsgründen abgefragt. Es gibt noch zahllose weitere Beispiele. Die BaFin hat vor kurzem vor einem Banking-Trojaner namens Godfather gewarnt. Ja, Godfather wie der Pate aus dem Film. Nur, dass der halt nicht von Marlon Brando gespielt wurde, sondern ein Stück Malware ist, der euch nackig machen möchte. Laut BaFin kann Godfather mit 400 internationalen Finanzinstituten umgehen, darunter auch einige aus Deutschland. Ich weiß zwar nicht, ob Peter Godfather hatte, aber es hat sich schon ziemlich danach angehört. Die Malware, also Godfather, zeigt gefälschte Websites von Banking- oder Krypto-Apps, schnappt sich die Login-Daten und schickt zum Beispiel sogar gefälschte Push-Nachrichten, um 2FA zu umgehen. Godfather basiert auf einem älteren Modell Malware, das sich Anubis nennt. Und ja, Malwares haben einfach die geilsten Namen. Das liegt daran, dass sie sich nicht um irgendwelche dummen Lizenzen kümmern müssen. Die Säcke. Godfather kann also jetzt Bildschirme aufnehmen, mitschreiben, was ihr tippt, Verbindungen mit den Angreifern aufbauen, Anrufe weiterleiten, was auch genutzt wird, um 2FA zu umgehen, und sogar SMS von eurem Gerät verschicken. All dieser Aufwand nur für 600 €? Was mich immer wieder maßlos fasziniert, ist, wie wenig Hacker eigentlich aufgeben. Klar, das gehört irgendwie auch zum Mindset dazu. Ein System so lange penetrieren, bis man da reinkommt. Wie ein echter Penetrationstester. Wenn man das so formuliert, hat das irgendwie plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Wo war ich? Ach ja, wir müssen uns hier was vor Augen führen. Das Schreiben einer solchen Fake-App ist echt viel Arbeit und im Grunde entstehen hier manchmal Krypto- oder Banking-Apps, die besser sind als ihre Originale. Manchmal sogar mit besseren Features. Sonst würden wir ja nicht drauf klicken oder diese Alternative überhaupt für uns in Betracht ziehen. Sie bezahlen also für Werbung und setzen sich dadurch quasi normal im Wettbewerb durch. So eine Entwicklung kostet einige tausend Euro. Und die müssen sie wieder reinholen. Und das tun sie auch. Und ja, mittlerweile ist die Zielgruppe von solchen Malware-Kampagnen wieder breiter geworden. Während es vor einem Jahr noch genug war, sich ein bisschen auszukennen, gibt es mittlerweile sogar Kampagnen, die sich speziell auf Informatiker konzentrieren. Da gab es beispielsweise einen Anbieter, der KI-generierte Inhalte entdecken und identifizieren wollte, war aber halt am Ende nur Malware.
Das größte Problem ist, die klassischen Cybersecurity-Tipps greifen hier einfach nicht mehr. Halten Sie Ihre Geräte und Apps immer auf dem neuesten Stand. Viele Malware-Attacken nutzen bekannte Sicherheitslücken aus, die in neueren Versionen bereits behoben wurden. Klar, das hilft, aber es reicht halt nicht, denn die Apps fragen einfach ganz nett nach euren Login-Daten und bieten euch einen echten, wahrgenommenen Mehrwert hinter ihrer App. Seien Sie vorsichtig mit den Apps, die Sie herunterladen. Überprüfen Sie immer die Bewertung und den Entwickler, bevor Sie eine App installieren. Und denken Sie daran, dass nicht alle Apps im Google Play Store oder im Apple App Store sicher sind. Das ist eine tolle Idee, aber selbst Googles Review-Team lässt viele Malware-Anbieter zu und es kann immer sein, dass ihnen was durch die Lappen gegangen ist. Ich erinnere mal ganz kurz hieran. Verwenden Sie immer starke, eindeutige Passwörter für all Ihre Konten und aktivieren Sie bitte immer die Zwei-Faktor-Authentifikation, wenn sie verfügbar ist. Das sind gute Tipps, aber halt leider nicht ausreichend, denn der Schutz wird über so eine Fake-App einfach umgangen. Seien Sie skeptisch gegenüber unerwarteten oder verdächtigen Nachrichten, Links oder anhängenden E-Mails. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. Ja, das bringt ja bei Google News Werbung relativ wenig. Und schließlich bleiben Sie informiert. Die Bedrohungslandschaft ändert sich ständig und die beste Verteidigung ist immer einen Schritt voraus zu sein. Das würde voraussetzen, dass meine Mutter immer alles wissen muss. Aber wenn die Werbung komplett frisch ist, von heute Morgen und sie die bekommt, wie soll sie das machen? Wirklich helfen würde, wenn ihr mich fragt, wenn Firmen, die Werbung schalten oder Firmen, die etwas anbieten, im Vorfeld überprüft würden. Doch wie soll das gehen? Per Ausweis? Was, wenn der gestohlen ist? Per Videoident? Naja, noch nie was von Deepfakes gehört? Bei der Behörde? Man nehme eine beliebige bestechliche Behörde in einem schwierigen Land und umgehe diesen Schritt ganz einfach. Was wir bräuchten, wäre eine weltweite kryptografische Identifizierung für sehr kritische Dienste, die nicht umgangen werden kann. Und dazu bräuchten wir weltweit eine unfehlbare Aufklärung, Diebstahlschutz und vor allem einen Aussteller von diesen kryptografischen Schlüsseln, dem jeder vertraut. Und ich glaube, es wird relativ schnell deutlich, dass das ziemlich utopisch ist und eigentlich keine Lösung, sondern ein weiteres Problem. Aber hey, wie wäre es zum Anfang mal, dass, wenn ich wegen einer Werbung gescammt wurde, ich von Google zum Beispiel Schadensersatz bekomme? Denn immerhin verdient Google genau mit solcher Werbung einen signifikanten Teil ihres Einkommens. Dass ich aber Adblocker nicht als Teil der Lösung sehe, wisst ihr ja. Solange wir professionellen Content wollen, der nicht in der Freizeit erstellt wird, macht das keinen Sinn. Und genau davon sind halt Millionen Jobs einfach abhängig. Ich persönlich habe also weiterhin erstmal meinen YouTube Premium, aber für jede Nachrichtenseite ein extra Abo abzuschließen, das ist dann vermutlich doch irgendwie zu teuer. Aber ein Internet-Abo abzuschließen und nach jedem Monat je nach meinem konsumierten Content das Geld aufzuteilen, inklusive Netflix, Amazon Prime und Co., das wäre mal was, wo ich mitmachen würde. Denn plötzlich haben wir dann einen kleinen Shift. Ich bin nicht mehr Netflix-Kunde, weil ich jetzt Staffel 3 von Witcher sehen möchte und dann irgendwann in 3 Jahren mal Staffel 4 und so lange halt einfach nicht kündigen möchte, sondern es zählt, dass der Inhalt wirklich gut ist und ich Zeit gerne auf der Plattform verbringe. Ah! Aber da muss ich mir ja Mühe geben. Wer will sich denn Mühe geben? Wer will denn sowas?